Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie sich das Leben anfühlt, wenn man im Alter plötzlich allein ist? Nicht für ein paar Tage, sondern wirklich. Kinder weit weg, Freunde verstorben oder kaum noch mobil, der Alltag stiller als je zuvor. Viele Menschen denken erst darüber nach, wenn es schon soweit ist. Wenn der Fernseher häufiger spricht als ein Mensch, wenn Tage ineinander übergehen und man sich fragt, war das heute überhaupt ein richtiger Tag? Allein alt zu werden kann eine der schwersten Erfahrungen des Lebens sein. Aber es muss nicht trostlos sein. Mit den richtigen Gewohnheiten kann ein stilles Leben trotzdem ein erfülltes Leben sein. Nicht laut, nicht spektakulär, aber wahr, warm und sinnvoll. Viele Menschen wachen morgens auf und wissen nicht genau, wofür dieser Tag da ist. Kein Arbeitsplatz mehr, keine Kinder, die man wecken muss, keine festen Termine. Äußerlich klingt das nach Freiheit. Innerlich fühlt es sich oft an wie: Es ist egal, ob ich heute aufstehe oder nicht. Ein fester Tagesrhythmus ist im Alter kein Luxus, sondern ein Anker. Es geht nicht darum, jeden Moment zu verplanen. Es geht darum, dass Ihr Tag eine Form bekommt. Eine Wiedererkennbarkeit, die Ihnen Halt gibt. Ich denke an Rudolf, 76, ehemaliger Ingenieur. Als seine Frau starb, zerfiel sein Alltag langsam. Er stand mal um 6 Uhr auf, mal um 11. Manche Tage frühstückte er nicht, manche Tage vergaß er zu kochen. Stunden vor dem Fernseher verschwammen zu einer grauen Masse. Er begann ganz klein. Aufstehen um dieselbe Uhrzeit. Ein Glas Wasser und kurzes Lüften. Ein kleiner Spaziergang. Feste Mahlzeiten. Jeden Nachmittag ein Anruf oder eine Nachricht. Nach wenigen Wochen veränderte sich etwas. Die Tage hatten wieder Anfang und Ende. Er konnte abends sagen: Heute war ein Tag, ich war da. Einer der größten Fehler im Alter ist, zu früh damit aufzuhören, sich zu bewegen. Natürlich verändert sich der Körper. Natürlich gibt es Müdigkeit, Ziehen, Knacken. Doch wenn Bewegung verschwindet, verschwindet nicht nur Muskelkraft, sondern Lebensgefühl. Kraft, Gleichgewicht, innere Stabilität. Alles hängt von Bewegung ab. Und die gute Nachricht: Sie müssen keinen Marathon laufen. Ich denke an Helene, 70. Nach der Rente saß sie viel. Weniger Schritte, mehr Sessel. Treppen wurden mühsamer, Einkäufe schwerer, Bücken schmerzhafter. Als sie begann, jeden Morgen 10 Minuten zu gehen und leichte Übungen im Sitzen zu machen, veränderte sich etwas. Sie sagte: Ich fühle mich wieder in meinem Körper, nicht nur in meinem Kopf. Bewegung im Alter heißt: öfter aufstehen, kurze Wege bewusst gehen, dehnen, leichte Kräftigung. Nicht Intensität zählt, sondern Regelmäßigkeit. Ihr Körper merkt sich jeden Schritt und auch jeden, den Sie nicht gehen. Allein zu leben ist nicht dasselbe wie einsam zu sein. Einsamkeit entsteht, wenn man glaubt, dass man keine Rolle mehr spielt. Viele ältere Menschen ziehen sich still zurück. Freunde können nicht mehr. Kinder haben wenig Zeit. Bekannte sterben. Man will niemandem zur Last fallen. So ging es Friedrich, 80. Nach dem Tod seiner Frau wurde sein Leben kleiner. Er wartete auf Anrufe, statt selbst zu wählen. Er sagte Einladungen ab mit: Das ist nichts für mich. Irgendwann fragte er sich: Braucht mich überhaupt noch jemand? Dann beschloss er, nicht auf Rettung zu warten, sondern selbst Kontakt zu suchen. Ein alter Kollege, eine Seniorengruppe, einmal pro Woche Online-Schach. Kaffee mit 2 Witwern, kleine Fäden, die ein Netz wurden. Soziale Nähe entsteht nicht durch Menschenmengen, sondern durch Absicht. Ein kurzer Gruß, eine Nachricht, ein Gespräch, und Sie erinnern sich: Ich gehöre dazu. Viele glauben, dass das Gehirn im Alter automatisch abbaut. Aber das stimmt nicht. Das Gehirn bleibt formbar, solange man es nutzt. Karin, 74, merkte: Fernsehen machte sie stumpf. Namen fielen schwer. Tage fühlten sich leer an. Dann begann sie: Lesen. Morgens Kreuzworträtsel. Einen Sprachkurs. Nach Wochen sagte sie: Ich habe wieder etwas zu erzählen. Der Geist bleibt wach durch. Bücher, Rätsel, Gespräche, neues Lernen, Schreiben. Das Gehirn ist wie ein Muskel. Benutzen oder verlieren. Allein älter zu werden tut weh. Menschen fehlen. Kräfte fehlen. Möglichkeiten fehlen. Es geht nicht um falschen Optimismus, sondern darum, jeden Tag etwas zu sehen, das bleibt. Heinrich, 79, schrieb jeden Morgen:
Die Stimme der Enkelin. Frisches Brot. Schmerzfreies Gehen. Trauer blieb, aber sie bekam Platz. Dankbarkeit ist ein Gegengewicht. Stilles Innehalten stärkt. Ein Gebet, ein Blick aus dem Fenster, 3 Atemzüge. Die gefährlichste Lüge im Alter lautet: Ich werde nicht mehr gebraucht. Wenn man das glaubt, zieht sich die Seele zusammen. Margarete, 82, fand neuen Sinn durch ein paar Stunden Ehrenamt pro Woche. Sie sagte: Ich bin dort wieder ich. Bedeutsam sein heißt nicht viel leisten. Es kann sein, zuhören, schreiben, Mut machen, Erfahrungen teilen. Jede kleine Geste sagt: Ich bin Quelle, nicht nur Empfänger. Allein älter zu werden ist eine Prüfung, aber kein Lebensende. Diese 6 Gewohnheiten sind kleine Lichter. Rhythmus, Bewegung, Kontakt, Neugier, Dankbarkeit, Bedeutung. Man kontrolliert nicht alles, aber man kann entscheiden, wie man den Tag gestaltet, ob man Schritte macht, ob man Kontakt sucht, ob man lernt, ob man dankbar ist, ob man jemandem heute Licht gibt. Allein sein bedeutet nicht, dass ihr Leben vorbei ist. Vielleicht beginnt jetzt ein stillerer Abschnitt, aber ein tieferer.